Herzlich willkommen zum weiteren Video Thema Dünge- und Pflegeplan. Heute geht es um den High-End-Pflegeplan. Das ist der hochwertigste und der intensivste, den wir im Programm haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Auch dieser Pflegeplan, möchte ich erwähnen, ist unsere persönliche Meinung, die wir aufgrund jahrelanger Erfahrungen in der Rasenpflege gesammelt haben. Und diese kann natürlich von dementsprechend der Fachliteratur abweichen. Aber trotzdem möchten wir euch heute unsere persönliche Meinung mitteilen. Die Pflegepläne gibt es einmal High-End und High-End Supina Edition. Auch hier haben wir, ähnlich wie beim Professional, wieder die Supina Edition gewählt. Und ich werde auch hier wieder etwas umswitchen vom einen zum anderen. Sollte euch diese Pflegemaßnahme zu intensiv sein, dann empfehle ich ganz klar, auf den Professional zu gehen. Oder wenn ihr komplett Neueinsteiger seid und jetzt nur noch Bahnhof versteht, dann würde ich euch ganz klar den Pflegeplan Basic empfehlen. Da haben wir auch ein Video. Dann schaut einfach da rein. Wie gesagt, würde ich für Einsteiger eher empfehlen. Legen wir los. Der High-End. Ich bin der Meinung, dass ihr mit diesem Pflegeplan, der wirklich extrem zeitintensiv ist und auch sehr kostenintensiv ist, werdet ihr jedoch dafür belohnt und dann erreicht ihr, ich schätze jetzt einfach, circa 95% von eurem Gesamtpotenzial, was in eurem Rasen steckt. Die letzten 5%, bin ich der Meinung, wird man nie erreichen. Es gibt keinen perfekten Rasen und deswegen ist das wirklich die High-End-Geschichte und die ich persönlich auch anwende und auch einsetze. Ich mache nämlich nichts anderes. Wie erwähnt, haben wir hier auch eine Supina Edition. Die Pflegepläne sind auch wieder gleich aufgebaut wie der Basic und der Professional. Und ihr seht es auch schon hier, wir haben deutlich mehr Spalten, uns ging der Platz aus. Ich bin selber erschrocken, was man da alles pflegen kann und beachten kann und muss. Also es ist wirklich extrem. Auch hier fangen wir mal mit dem Thema Düngen an. Das ist die erste Spalte. Thema Düngen ist natürlich sehr wichtig. Wir haben auch hier den gleichen Dünger wie beim Professional. Das bedeutet, ihr müsst nicht umstellen, ihr müsst keine neuen Dünger kaufen, ihr könnt die gleichen Dünger einsetzen. Die sind perfekt abgestimmt, auch wieder von unserem Partner Eurogreen. Natürlich könnt ihr auch andere Dünger einsetzen, gar kein Thema. Bitte beachtet dann natürlich, dass der Nährstoffgehalt dementsprechend angepasst wird, damit ihr wieder auf die Gesamt-NPK-Summe kommt. Hier haben wir gesagt, beim High-End Supina beginnt das Ganze natürlich viel früher, auch wieder bei den 120 Grad Temperatursumme. Beim Nicht-Supina-Rasen bitte bei 150 Grad Temperatursumme anfangen zu düngen. Und ihr seht es auch hier in den Spalten, da ist jeder Monat mit Dünger voll. Wir empfehlen einfach, die Düngergabe, die Menge der Düngergabe zu reduzieren, aber die Häufigkeit zu erhöhen. Dadurch erreicht ihr eine nochmals gleichmäßigere und bessere Verteilung und somit ein gleichmäßigeres Wachstum. Auch hier brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen, wir sind hier im Profibereich, bitte danach einwässern, also von dem her alles gut. Thema Bodenaktivator haben wir hier gesagt, bitte dreimal. Bitte dreimal nehmen, die Menge auch dementsprechend anpassen, so dass auch hier der Bodenaktivator nochmals gleichmäßiger verteilt wird, ähnlich wie der Dünger auch, was wiederum auch eurem Boden zugutekommt. Beim Thema Mähen, da empfehle ich ganz klar, häufig mähen. Je häufiger, desto besser. Mähen, mähen, mähen. 4 bis 6 Mal die Woche. Ich weiß, hört sich verrückt an, 6 Mal die Woche, das ist eigentlich jeder Tag bis auf Sonntag, weil es da gesetzlich nicht erlaubt ist, sonst würde ich da auch noch mähen. Und
Da auch meine Meinung ganz klar, wenn ihr dieses Level erreichen wollt mit dem High-End-Pflegeplan, was ihr erreichen könnt, die 95%, dann braucht ihr einen Spindelmäher. Mit einem Sichelmäher erreicht ihr dieses Level nicht mehr und da könnt ihr aber dann auch Schnitttiefen erreichen bei normalen Gräsern zwischen 20 und 25 mm, sind realistisch mit diesem Pflegeplan, bei Supina zwischen 10 und 20 mm. Wenn ihr tiefer gehen wollt, dann nehmt bitte tiefschnittverträglichere Gräser oder generell, wenn ihr tiefschnittverträgliche Gräser habt, könnt ihr natürlich auch tiefer gehen. Wir haben hier auch nochmals eine separate Spalte vertikales Mähen. Das vertikale Mähen ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um einfach ein höchstes Level von der Rasenpflege zu erreichen. Hier beim vertikalen Mähen kürzt ihr die Seitentriebe und somit bildet oder regt ihr das Gras an, Seitentriebe zu bilden. Wir haben ja auch separate Videos, ich denke, ihr kennt die alle, brauche ich auch nicht mehr drauf eingehen. Idealerweise mit einem Ellet Verticat oder mit einem Groomer. Wer jetzt natürlich sagt, ich habe kein Ellet, ich habe keinen Groomer, kann ich jetzt diesen Pflegeplan nicht umsetzen, den sei einfach gesagt, natürlich könnt ihr auch diesen Pflegeplan umsetzen, dann habt ihr halt kein vertikales Mähen drin, ob ihr jetzt 2% weniger erreicht oder nicht, ich glaube, das ist dann auch voll egal. Thema Wässern, wie beim Professional auch, bitte bei Welkerscheinungen, bitte bei extremer Hitze, bei Supina achtet darauf, dass ihr dementsprechend weniger Wasser einsetzt, aber dafür häufiger, weil die Wurzeln dementsprechend kürzer sind. Thema Lüften, hier ist es wahnsinnig wichtig, wir bewegen uns wirklich bei der High-End-Pflege und deswegen müsst ihr nahezu jeden Monat lüften. Das Lüften ist einfach gut, es bringt Luft an die Graswurzeln, es sorgt dafür, dass der Rasenfilz erst gar nicht entsteht und dementsprechend habe ich es auch hier ganz klar drin, sehr viel lüften. Allerdings unterscheiden wir uns hier zu der Professional-Variante, bitte nicht im Kreuzgang, bitte hier immer nur den einen Monat längs, den anderen Monat quer. Stresst euer Gras nicht zu sehr. Wenn es auch mal zu sehr gestresst ist, haben wir auch hier vorne stehen beim Bitte beachten, dann einfach mal eine Regenerationspause machen oder mal 2 Wochen gar nichts machen. Das tut eurem Gras dann auch mal gut. Dann haben wir, wo waren wir? Beim Lüften, genau. Dann haben wir das Thema Nachsehen. Beim High-End muss man definitiv häufiger nachsehen. Ich empfehle da im Mai und im September, also 2-mal im Jahr nachzusehen, um dementsprechend auch das Ganze wieder frisch und aktiv zu halten. Beim Nachsehen kommt natürlich dann auch das Thema Top-Dressing dran. Hier bitte nicht wie beim Professional oder beim Basic oder generell, Leute sanden ja wirklich extrem viel. Bitte hier nur ein Top-Dressing machen. Unterschied zum normalen Sanden ist hier einfach die Menge. Beim Top-Dressing bitte so circa 2 Kilo pro Quadratmeter. Da gehe ich davon aus, dass ihr schon einen sehr ebenen und glatten Boden habt und so einfach nur noch die kleinen Dellen füllen möchtet und vor allem auch etwas Sand in eurem Boden einarbeiten möchtet. Deswegen bitte weniger und dafür häufiger. Das Ganze dann 3-mal im Jahr. Dann haben wir noch Thema pH-Wert. pH-Wert ist natürlich sehr wichtig. Brauche ich euch auch nicht sagen. Hier auch wieder im Februar messen, kontrollieren, gegebenenfalls agieren, gegebenenfalls anheben oder senken. Und hier unterscheiden wir uns auch zum Professional. Bitte hier im Mai, Juli und September, sprich 3-mal im Jahr, den pH-Wert messen. Allerdings nur korrigieren, wenn er extrem von den Idealbedingungen abweicht. Bitte hier nicht einfach etwas kalken, dann wieder zurück, dann wieder etwas mehr Schwefel ausbringen, sondern einfach hier dementsprechend wirklich nur kontrollieren, aufschreiben, notieren und beobachten. Was macht er? Und gegebenenfalls dann im nächsten Jahr, im nächsten Februar dementsprechend korrigieren.
Dann haben wir natürlich ein beliebtes Thema, also beliebt für den Rasen, beliebt für die Erde, aber nicht beliebt für euch selber, das Thema Erifizieren. Das Erifizieren ist sehr wichtig. Wir haben hier auch ganz klar gewählt, die Kreuze sind mit Vollspuns bzw. mit einer Nagelwalze, damit ihr einfach für einen Gasaustausch sorgt. Und die O's, da wo es mit O gekennzeichnet ist, also im Mai und im September, hier bitte mit Holzboons zu erifizieren und dementsprechend dann auch sanden. Ja, dann das letzte Fach ist auch noch voll mit Thema Bodenanalyse. Sehr wichtig, die Bodenanalyse. Ihr müsst natürlich immer wissen, was euer Boden noch benötigt. Hat er eventuell zu viele Nährstoffe, müsst ihr dementsprechend runterregeln und das Ganze auch individuell steuern. Wie gesagt, ist ja dieser Pflegeplan nur eine grobe Richtlinie. Je nach Bedarf, was ihr oder was euer Boden hat, müsst ihr dementsprechend selber agieren und handeln. Die Bodenanalyse macht ihr idealerweise im Februar. Da ist es schon sehr lange her, als ihr das letzte Mal gedüngt habt. Und somit verfälscht auch die Bodenanalyse oder der Dünger verfälscht keine Bodenanalyse. Das war es soweit. Wir haben auch hier wieder, wie gesagt, bei Supina generell, wenn ich das jetzt mal so zeige, bei den Pflegeplänen, beim Düngerplan, haben wir bei Supina hier auch wieder etwas mehr an NPK gewählt. Häufiger mit etwas mehr Dünger, weil Supina auch hier oder generell Supina etwas hungriger ist und auch mehr Nährstoffe braucht und weniger Nährstoffe verfügbar sind, da Supina kurze Wurzeln hat. Auch hier unten haben wir wieder unsere Partner verlinkt mit dementsprechenden Rabattcodes. Wenn ihr Material braucht, wäre natürlich cool, wenn ihr unsere Rabattcodes eingebt. Auch hier unterstützt ihr wieder den Kanal Perfect Green. Dafür bedanken wir uns recht herzlich. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wird es höchste Zeit. Wir freuen uns, kostet euch nichts außer Fingertipp oder Mausklick. Ansonsten, wenn Fragen sind, in die Kommentare. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.